In diesem Video möchte ich dir zeigen, ja, wie so grob Muster aufgebaut sind. Ne? Hört sich erstmal nicht so spektakulär an, aber ist schon sehr interessant, weil wir werden über Hero Elements und Detail Elements sprechen, die es in einem Muster gibt. Ein Muster ist nämlich nicht gleich Muster. Es gibt so ganz verschiedene Arten von Mustern. Da möchte ich heute aber nicht drauf eingehen. Das wäre nochmal ein Video für sich. Wichtiger ist mir heute, dass du verstehst, dass es Muster gibt, die ein bisschen aufwendiger aufgebaut sind als andere. Und dazu werden wir gleich an den Rechner gehen und ich zeige dir einmal, was Muster sind, die Hero-Elemente haben und Detail-Elemente haben. Und die möchten wir natürlich auch malen. Jetzt schauen wir uns einmal auf dem Rechner an. Ich habe einfach mal bei Etsy Seamless Pattern eingegeben und ich bin auf das Muster von Sweet Shop Design gestoßen. Und zwar, dass das ein Retro Paper, ja, man sieht, ne, es ist so aus den 70ern, ne, das kann man unschwer hier erkennen. Aber ich finde, es sieht ganz schön aus und vor allen Dingen zeigt es das, was ich dir heute hier zeigen möchte. Wenn ich das jetzt hier mal groß mache, es gibt natürlich noch wesentlich aufwendigere Muster, aber das soll uns hier erst einmal genügen. Wenn ich hier mir so ein Muster hier anschaue, dann hat das einmal ja, Smileys und einmal Blumen. Das hat natürlich immer noch nicht sehr viele Elemente, aber ich glaube, es kommt schon das rüber, was ich hier sagen will. Du siehst ganz genau, was ist jetzt das Hero-Element und was sind die kleinen Füllelemente. Nämlich in dem Fall natürlich ist das Smiley das Hero-Element und die Blumen sind die Füllelemente. Und hier im Gegensatz zu dem anderen Muster ist das natürlich hier ganz simpel einfach nur Streifen und die gehen halt endlos weiter. Ja, das ist was ganz anderes. Ne? Hier ist ein Checker, aber hier siehst du es nochmal, hier sind noch ein paar Elemente mehr. Nämlich wenn du dir das hier mal anschaust, ja, einmal dahin navigieren, so, dann ist das hat das auch wieder ein Hero-Element, nämlich diese Blume, diese große weiße Blume, also meistens das Element, was groß und prägnant im Bild ist, auch hier mit Gesicht. Und dann gibt es halt noch kleine Elemente, ja, die kleinen Blumen in anderen Farben, die so ein bisschen zurückhaltender sind. Es lässt sich natürlich darüber streiten. Ne? Hätte man die vielleicht in anderen Farben gestalten sollen, damit die weiter in den Hintergrund treten? Hätte man vielleicht die Gesichter weglassen sollen? Das will ich alles gar nicht bewerten. Ich finde, das sieht so schön aus. Es geht nur darum, dass wenn du ein Muster designst, oftmals etwas drumherum geben musst. Ja? Also einfach nur ein Muster zu machen mit Blumen und Ende, das ist ein bisschen langweilig auf die Dauer. Ja? Deswegen schöner ist es, wenn du hingehst und eine Blume machst und dir dann überlegst, ja, was gibt es denn noch so auf der Wiese oder drumherum? Und vielleicht machst du ein paar Grashalme da rein. Oder ein paar Stöckchen, Steine oder ein Käfer oder was auch immer. Es gibt ja vieles, was man auf der Wiese so entdecken kann. Und du bleibst trotzdem im Thema und hast dann eben, ja, sogenannte Hero-Elemente und Detail-Elemente. Ja, die sind ganz wichtig. Die füllen das Muster nämlich auf. Und daraus, aus diesen beiden Arten von Elementen, erstellst du dann dein Muster. Aus dem Grund ist es auch absolut möglich, dass du das ja komplett selber machst. Ne? Ich habe nämlich hier nochmal mein iPad liegen und da können wir jetzt einfach ja ein Muster mal malen, beziehungsweise das erste Element für ein Muster. Ich werde jetzt mal ein Hero-Element malen und daraus können wir uns dann ansehen oder überlegen, was da für Elemente rein müssen, Detail-Elemente, was da noch so rein kann. So, ich bin jetzt hier mal in Procreate auf meinem iPad und ja, jetzt suche ich mir erstmal einen orangefarbenen Ton raus. Jetzt habe ich hier schon, ja, nehmen wir doch den, aber ich mache eine neue Farbpalette. Also gehe ich hier oben auf dieses Plus und sage neue Palette erstellen. Es ist jetzt auch gerade nicht so wichtig, wie groß das Dokument hier ist. Jetzt habe ich hier eine neue Farbpalette. Ich nenne die jetzt mal Halloween. So, und jetzt mache ich mal die erste Farbe da rein. Und fange mal an, meinen Kürbis zu malen. Ja, jetzt habe ich einen Pinsel. Ja. Vielleicht nehme ich erstmal einen einfachen, so einen Monoline-Pinsel vielleicht. Der müsste hier unter Zeichnen sein. Vielleicht nehme ich da mal einen raus. Ja, Little Pine, also das sind alles Pinsel, die mit Procreate mitgeliefert werden. Schauen wir mal.
Peppermint. Peppermint ist auch immer super. Oder so ein 6B-Stift, um einfach mal zu skizzieren. Ja, ja, ich skizziere jetzt gar nicht. Ich fange jetzt direkt an zu malen und mache jetzt erstmal meinen Pumpkin. Und dann will ich den natürlich auch füllen. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte und das Ganze hier drüber gegangen wäre, kann ich das immer hier oben einstellen, indem ich einfach vor und zurück gebe. Aber bitte nicht den Stift hochheben. Ja? Also jetzt ist es gefüllt, jetzt soll es auch so sein. Jetzt siehst du immer hier, dass das ja noch nicht so ganz ordentlich ist. Ne? Deswegen gehe ich dann normalerweise dann nochmal drüber. Meistens nehme ich dann auch einfach noch einen anderen Pinsel. Nämlich du siehst, das ist immer noch nicht ordentlich. Ne? Also es kommt hier wirklich auf den Pinsel an. Aber das soll jetzt so sein, dass das so ein bisschen, ja, wirklich gemalt aussieht. Ne? So ein bisschen ausgefranst an den Rändern, habe ich mir so gedacht. Also, ups, gehe ich jetzt hier einfach mal so entlang. Können wir natürlich auch immer später noch ein bisschen nacharbeiten. Du siehst, hier ist jetzt schon mal irgendwie wieder ein Klecks hingekommen. Ja, werden wir gleich los. Dafür haben wir ja zum Glück auch einen Radierer. Okay, im nächsten Schritt braucht unser Pumpkin natürlich hier noch so einen kleinen ja, Stängel hier oben dran. Den malen wir jetzt auch. Dafür brauchen wir einen Braunton. Also gehe ich jetzt mal und suche mir einen Braunton, der da irgendwie zu passt. Ich kann immer hier oben gucken, ob das jetzt passend ist. Ich möchte ihn eigentlich ein bisschen dunkler haben. Ja. Und dann gehe ich wieder in meine Farbpalette und setze den hier neben. Und dann kann ich hier schon meinen Stängel malen. Das mache ich jetzt auf eine neue Ebene, weil ich möchte den dahinter schieben. Kann ich das natürlich auch immer hier so füllen. Und du siehst, das ist genau das, was ich eben sagte, was passiert. Ja, jetzt ist es gefüllt, aber hat wieder den ausgefransten Rand. Also nochmal drüber. Und natürlich ist das hier alles pixelbasiert. Das heißt, je größer ich das ziehe, desto unschärfer wird es. So, jetzt gehe ich hier nochmal hin und ziehe die Ebene darunter. Und schon sieht man den Ursprung nicht mehr. Ja, weiter geht's. Unser kleiner Pumpkin sollte hier jetzt auch hier ein Gesicht bekommen. Also gehe ich wieder hier in die Farben. Und jetzt wollen wir mal so einen Cremeton suchen. Du siehst, ich bleibe immer sehr nah in der Farbpalette. Ne? Also wir haben hier das Orange, wir haben das Braun und hier oben jetzt das Creme. Vielleicht muss es sogar noch ein bisschen heller. Und natürlich wieder eine neue Ebene. Und da soll jetzt das Gesicht drauf. Stimmt gar nicht. Da sollen jetzt erstmal die Flecken drauf. So. Und das Gesicht machen wir dann doch besser in dunkel. Dunkelbraun, schwarz, fast schwarz. Und auch die Farbe nehme ich jetzt wieder und packe die hier hin. Ist die eine nicht drin. Die werden wir nochmal picken. Hier. Und setzen die daneben. Okay, jetzt haben wir alle 4 Farben, die wir hier im Dokument verwenden, auch drin. Die brauchen wir nicht nochmal. So, jetzt habe ich wieder das dunkelbraun genommen und mache daraus mein Gesicht. Wieder eine neue Ebene. Okay, erste Auge ist gemalt. Jetzt machen wir ein zweites. Ich mache eine neue Ebene wieder. Für den Fall, dass das nicht schön wird oder wie auch immer, oder ich will da noch was drumherum malen, dann malen wir hier ungefähr ein zweites Auge hin. Ich kann das natürlich auch immer duplizieren, dann ist es ganz gleich. Ja? Also jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu groß, deswegen müssen wir das nochmal machen. Aber im Großen und Ganzen, da wir ja hier von einem Kürbis sprechen, ist das nicht so schlimm, wenn das nicht hundertprozentig gleich ist. Der wird ja schließlich von Hand geschnitzt. Ne?
Ja, und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte um das Auge drumherum eine Blume machen. Also mache ich hier noch einmal eine Ebene drunter, gehe wieder auf die helle Farbe und male eine Blume drumherum. So, jetzt müssen wir noch mal hier entlang pinseln. Selbe Problem wie vorhin auch. So, jetzt sieht das schon noch wie ein interessanterer Pumpkin aus. Auf jeden Fall, der soll so natürlich nicht bleiben. So, jetzt kriegt unser Pumpkin auch noch ein paar Beine. Mache ich eine neue Ebene. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal die helle Farbe nehmen. Du siehst, ich bleibe sehr nah an den Farben. Das heißt, ich nehme immer wieder die ich schon genommen habe und male jetzt erstmal hier drüber. Kriege da ein paar Socken an. Schließlich haben wir Halloween. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einen schönen dunkelgrünen Ton dafür. Ich ziehe jetzt einmal hier runter, direkt unter dem Pumpkin, wie du hier siehst. Und ja, das Ganze dupliziere ich jetzt und schiebe das rüber. Und drehe das noch ein bisschen, damit er auch stehen kann. Schon mal gucken. So, jetzt suche ich mir hier einen schönen dunkelgrünen Ton, der halt zu den anderen Tönen passt. Zu dem Orange vor allen Dingen und dem Cremeton. Also quietschig darf es nicht sein. Es muss schon ja, wenig Sättigung haben eigentlich. Ne? Also ich kann hier oben immer gucken, wie der Ton aussieht. Und hier natürlich auch. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Ich packe den auch wieder hier in die Farbpalette. Und jo, jetzt kriegt er seine Socken an. Ich habe das jetzt auch extra so gemacht, dass ich die getrennt habe, damit das noch ein bisschen unterschiedlich aussieht. Mache eine Alpha-Sperre rein, damit ich die einfach drüber malen kann. Und das nicht darüber geht. Du siehst, das ist jetzt auch völlig ungleichmäßig und ist auch so gewollt. Ne? Wie gesagt, wir haben Halloween. Jetzt gehen wir auf das zweite Bein. Wieder eine Alpha-Sperre. Und nochmal dasselbe. Du siehst schon, wenn ich den Stift so hinlege, ich mache das mal einmal, wird das sehr viel breiter und dünner. Ich mache das mal einmal weg. Wenn ich das so von oben mache, dann ist das Ganze natürlich sehr viel schmaler. So, und jetzt kriegt er natürlich auch noch Schuhe. Die müssen natürlich darüber. Und die gibt es in dem dunklen braunen Farbton. Nehme ich mir den mal jetzt hier. Du siehst, jetzt ist er hier oben drin, wenn ich ihn aufgenommen habe. Und dann kann ich auch die Schuhe malen. Jetzt werde ich den einmal horizontal spiegeln, damit er auch hier drüber geht. Jetzt ist der eine Schuh weg. Naja, schauen wir nochmal einmal, was ist hier passiert. Ah, okay, waren zwei Schuhe übereinander. Also jetzt spiegel ich den nochmal horizontal, damit er da wieder hinpasst. Und jetzt hat er auch zwei Schuhe an. Habe ich nochmal ein bisschen gedreht. Wie gesagt, du kannst hier ganz kreativ vorgehen. Es soll ja nicht perfekt sein. Ne? Es ist ja schließlich ein Pumpkin, ein Kürbis. Ja? Und dann kann man natürlich hier auch frei vorgehen, wie der aussehen soll. Ja, okay.
Ich würde sagen, das ist erstmal hier das Hero-Element von diesem Muster, was hier passieren soll. Jetzt kann ich natürlich hier noch alles erstmal auf eine Ebene bringen oder ich fange einfach ein neues Dokument an und mache mir daraus eine Gruppe und kopiere das dann rüber. Und dann würde ich mir jetzt überlegen, welche Detail-Elements können jetzt in mein Muster rein. Also ich habe jetzt mein Hero-Element. Jetzt kann ich natürlich noch, ja, kann ich natürlich ein bisschen kreativ vorgehen. Ne? Da ich ja alles hier auf einer Ebene habe, also alles getrennt hier ist, muss er ja nicht immer eine Blume auf dem Auge haben. Er muss auch nicht immer Dracula-Zähne haben. Oder er muss auch nicht immer diese seltsamen Socken anhaben. Man kann da jetzt ganz kreativ vorgehen. Vielleicht dupliziere ich den Kürbis hier einmal und mache dann ein paar Spaghetti-Haare dran. So dass ich wirklich 1, 2, 3 verschiedene Hero-Elemente habe, die ich dann wiederum ja verschieden auf meinem Papier oder auf meinem Dokument hier anordne und dann viele kleine dazu packe. Ja, was gibt es denn jetzt so für Halloween? Ja, Messer und kleine Grabsteine und du siehst, alles, was zu dem Thema Halloween jetzt passt, würde ich mir als Detail-Elements heraussuchen und die dann natürlich noch dazu zeichnen. Du siehst schon, dieses Tutorial wird unglaublich lang, deswegen werde ich es an dieser Stelle mal lassen. Ich will dir nur einfach mal mitteilen oder ich wollte dir eigentlich nur beibringen, dass ein Muster nicht mal eben gemacht ist. Du nimmst nicht einfach irgendwelche Elemente, packst sie zusammen und schon hast du dein Endlosmuster. Wichtiger ist hier wirklich, dass du dir überlegst, was passt zu deinem Thema und wie gehst du dann vor? Was kannst du alles als einfache Elemente und was kannst du als Hero-Elemente verwenden? Und die wiederum kommen dann auf dein Muster, da wird das zusammengepackt. Und natürlich haben die den gleichen Farbton und kommen dann alle zusammen. Zu den Farbtönen. Ich werde dir hier einmal die Palette exportieren und natürlich im Backstage-Bereich auf der Webseite draufladen. Dann kannst du dir die da runterladen. Dazu musst du dich in den Newsletter eintragen. Dann kriegst du ein Passwort und einen Link zugeschickt, sodass du Zugang zum Backstage-Bereich hast. Und da kannst du dir alles runterladen. Nicht nur diese Farbpalette, sondern auch alles andere. Ich werde noch das Dokument hier reinladen, dann kannst du dir einmal angucken, wie ich das aufgebaut und gemacht habe. Bitte nicht kopieren, es geht darum, dass du es selber ausprobierst, dass du selber einmal herausfindest, ja, wie macht man das denn überhaupt oder wie ordne ich meine Layer an, wann brauche ich eine Alpha-Sperre, wie male ich das, welche Farben nehme ich, um das einfacher zu machen. Wie gesagt, findest du alles auf der Webseite. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und natürlich vergiss auch nicht, auf den Like-Button zu klicken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.